Hallo meine Lieben, heute wollte ich euch mal eine Karte zeigen, wo ihr mit mehrfarbigen Streifen und Cutting Dies ein schönes Motiv machen könnt, und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch gleich nach dem Intro. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, das sind diese beiden Karten. Und wie ich gesagt habe, es geht um Resteverwertung, und zwar werde ich euch zeigen, wie ihr wunderbar solche aus Papierstreifen ein solches Element machen könnt und das dann verwenden könnt, um solche Karten zu machen. Und das gehen wir jetzt gleich an. Also für diese Karte braucht ihr Folgendes. Fangen wir mal an mit der Karte selber. Ich habe hier zweimal meine Basiskarte geschnitten. Die ist 21 cm x 14,8 cm, gefalzt bei 10,5 cm. Das habe ich zweimal gemacht, weil wir können mit dem, was wir machen, gleich zwei Karten machen. Somit zweimal die Basiskarte. Dann habe ich eine Auflagekarte. Einmal in weiß und einmal in schwarz. Die ist 0,5 cm kleiner. Das heißt, wir haben hier 14,3 und 10 cm. Und dann habe ich, um eine leichte Erhöhung hinzubekommen, habe ich noch also für beide Karten zwei Elemente geschnitten. Das sind 9 cm mal 13 cm. Und wenn ihr euch fragt, ich mache meine Karten meistens mit diesem weißen Karton, und der ist 200 Gramm, und das schwarze, das sind 230 Gramm. Dann habe ich ja gesagt, es ist eine Restenverwertung, und genau das habe ich gemacht. Das heißt, ich habe einen weißen Streifen von demselben Karton genommen und ich packe meine Resten immer so in Tüten rein, und da habe ich mir einfach ein paar Farben ausgesucht, wo ich dachte, die passen gut zueinander, und habe die dann, das geht am einfachsten mit diesem kleinen Hebelschneider, Streifen in derselben Höhe wie dieses Element hier, und die Größe von diesem Element habe ich einfach gemacht, damit das Cutting Die drauf Platz hat. Und die Breite von diesen Streifen ist jeweils 0,4 cm. Und das funktioniert hier halt einfach wunderbar, und es schneidet super perfekt. Von dem her das mit dem Hebelschneider gemacht. Aufgeklebt habe ich das. Ich habe hier solche Klebesheets. Und das sind Sheets, wo auf beiden Seiten so eine Schutzfolie drauf ist, aber die klebt auf beiden Seiten. Das heißt, ich habe einfach diesen Papierstreifen genommen, habe da einen Streifen zurechtgeschnitten, der passt, dann die erste Folie weggenommen und das eben da drauf, also auf dieses Weiße drauf geklebt, und dann oben die Abdeckung weggenommen und dann diese Streifen. Ihr seht, ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 verschiedene Farben genommen und die so ein bisschen aufgereiht, wie ich dachte, das passt am besten. Und habe das Muster eigentlich immer wiederholt und so einfach die Streifen entlang aufgeklebt. Und eben, das ist die Resteverwertung, und es sieht echt super klasse aus. Was ihr dann noch braucht, ist ein Cutting Die, das eine Umrahmung hat. Es können auch Einzelbuchstaben sein, wenn die auch eine Umrahmung haben, aber eben es muss ein Wort sein, wo es einerseits das Wort selber ausschneidet, aber dann auch noch die Schattierung drum. Das, und dann brauchen wir natürlich die Big Shot, um das Ganze auszuschneiden. Dann habe ich Flüssigkleber zum Aufbringen. Dann habe ich hier so ein spitzes Tool, was dann hilft, das Ganze aus dem Cutting Die rauszulösen. Dann habe ich Scheren natürlich wie immer. Eine Pinzette hilft in diesem Fall, weil wir haben hier teilweise ziemlich kleine Teile.
Und auch hier ein Tipp, wenn ihr solche filigranen Sachen ausschneidet oder solche Sachen, da ist ja ein Kleber dazwischen. Das heißt, ich habe eine Schicht plus dieses Papier und dann diesen Kleber dazwischen und da hat es teilweise ein bisschen Mühe, das auszuschneiden und das hilft, wenn ihr das Cutting Die auf das Papier und dann dahinter so ein Reststück von, das kriegt man jeweils, wenn man was zugeschickt kriegt, hat es dieses Material manchmal dabei und das bewahre ich immer auf, weil das kann man wunderbar verwenden, um das Ganze hier auszuschneiden. Und damit starten wir jetzt auch gleich. Was ich mit dem Cutting Die gemacht habe, ich habe das effektiv zusammengeklebt, das heißt, ich habe das auf den Tisch gelegt und schön ausgerichtet, weil der Schriftzug und der Schatten, die hängen per se ja nicht zusammen und die dann mit einem Klebestreifen befestigt, damit das jetzt die ganze Zeit so bleibt, weil wir werden das ein paar Mal nacheinander ausstanzen. Einerseits hier natürlich aus dem Papier mit den Streifen, das habe ich vorhin vergessen zu sagen, ihr braucht noch einen Streifen Papier oder 2 Streifen Papier, einfach so, dass ihr das 4-mal noch aus einem weißen Karton ausstanzen könnt. Wir fangen jetzt hier mal mit dem farbigen an. Und da könnt ihr das einfach so hinlegen, dass natürlich überall von diesen Streifen sind. Ich gucke jeweils, dass das nicht gerade nur eine kleine Ecke abschneidet, sondern dass es gerade liegt und hier zum Beispiel, dass es mit dem Rosa schön abschließt und dann fängt es hier vorne mit diesem dunklen Violett an. Dann habe ich hier nur noch einen kleinen Streifen, um das zu befestigen, damit mir das nicht mehr verrutscht. Und eben dieses Plastik hinten dran. Und so kurbel ich das jetzt durch die Big Shot. Dann löse ich das hier kurz, damit ich auch noch die anderen Teile schneiden kann. Da müsst ihr wirklich darauf achten, dass ihr alle Teile behaltet, dass diese einzelnen Elemente hier, dass ihr die auch noch habt. Und jetzt kurbel ich das einfach noch 4-mal mit diesen weißen Streifen durch. Und eben, das muss genauso zusammenbleiben, wie ihr das mit dem farbigen gemacht habt. Wenn ihr damit durch seid, dann müsstet ihr jetzt hier 4-mal den weißen Schatten haben und einmal mit den Farbstreifen, dann 4-mal den Schriftzug in weiß und einmal eben auch hier mit den Streifen und dann eben diese ganzen Elemente von E, L, O, die da drin sind. Und ich lege die immer so vor mich hin, weil teilweise gerade so beim L oder bei den langen Teilen ist nicht immer klar, was oben und unten ist und da lege ich die wirklich so hin, dass ich dann auch die richtige Orientierung habe. So, und jetzt würde ich sagen, wir fangen mal mit der weißen Karte an und für die weiße Karte brauche ich den farbigen Rahmen, die 4 weißen Schriftzüge und hier von den Elementen brauche ich die farbigen. Und ich habe, als ich von diesem Papier, was ich verwende, um den Schriftzug auf das weiße Papier drauf zu kleben, habe ich mir so ein Reststück genommen. Und da schneide ich mir so 4 kleine Teile zurecht. Weil die kann ich jetzt wunderbar auch verwenden, um den Schriftzug ein bisschen zusammenzukleben. Weil was wir jetzt machen, ist hier erstmal eine Ebene, wo ich den Schriftzug einfach so reinlege, damit der passt. Es geht euch ein bisschen einfacher zum Aufkleben, wenn ihr den, weil sonst verformt sich zum Beispiel das Hello, wenn ich das Hello zuerst, das Innenteil des Hellos zuerst aufklebe, verformt sich das teilweise so ein bisschen, dann passt das nicht mehr. Deshalb mache ich immer die erste Ebene, klebe ich zuerst so zusammen. Und erst dann gehe ich aufs Papier. Und dann nehme ich jetzt einfach so ein paar Spots und klebe die hier kurz zusammen. Und jetzt klebe ich das Ganze mit dem Flüssigkleber fest. Ich mache es so, dass ich hier jetzt nicht quer drüber gehe, sondern ich gehe wirklich dem Schriftzug entlang, nicht
dass die Gefahr besteht, dass dazwischendurch dann bei diesen Schnittteilen dann Kleber rausquillt. So, und das kommt jetzt hier schön mittig auf das Papier drauf und auch schön gerade. Wenn ihr euch fragt, was hier drin ist, ist ganz normale Zementitflüssigkleber, aber mit dieser Spitzentülle ist es massiv einfacher zu arbeiten bei so kleinen Teilen. So, und jetzt kommen hier noch die kleinen Teile rein. Gerade bei denen ist es wichtig, jetzt einen ganz kleinen Teil rosa und dann grau, dann weiß ich, okay, hier kommt zuerst rosa und dann grau, dass es da wirklich auch richtig drin ist. Und was wir jetzt einfach machen, ist diese 4 Schriftzüge hier hineinzukleben. Das heißt, ich gehe jetzt einfach hier nur auf die weiße Fläche drauf mit dem Flüssigkleber und gebe es dann rein. Und das jetzt einfach genau auf den Schriftzug einpassen, der schon da ist. Beim zweiten geht es eigentlich fast am einfachsten, weil der erreicht jetzt quasi die Höhe, was dieses farbige Element auch schon hat. Das heißt, jetzt ist das Ganze eigentlich erst eben. So, und jetzt machen wir noch 2 Ebenen drauf. Ich fange da jeweils auf einer Seite an und ihr seht, hier hebe ich das noch und gehe quasi so von links nach rechts rüber. Was ich dann jeweils mache, ich gehe mit diesem Spitzentool einfach nur kurz durch diesen Kanal durch, einfach, dass ich hier irgendwelche Klebereste oder manchmal hat es auch so ein bisschen Rest noch vom Cutting Die, also wo es einfach so ein bisschen Schnittreste noch hat. Dann kann ich das hier wunderbar wegmachen. Et voilà. Und so habt ihr jetzt quasi eine Erhöhung mit dem farbigen und dann das weiße noch ein bisschen höher. Und das kleben wir jetzt noch auf die Karte drauf und dann nehmen wir eben 2 von diesen Elementen, die 9 cm x 13 cm sind, die kleben wir aufeinander. Ihr könnt es natürlich auch direkt auf die Karte aufkleben. Ich finde es halt einfach schöner, wenn es jeweils noch so ein bisschen einen Abstand hat. Und dann kommt das Ganze auf die Karte drauf. Jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir die richtige Orientierung haben, weil die Karte soll so aufgehen. Et voilà. Schon haben wir die erste Karte fertig und die hat jetzt hier so, das wirft einen schönen Schatten, dadurch, dass wir eben diese 2 Stücke dazwischen geklebt haben. Das war die erste, jetzt machen wir noch die zweite. Dann nehme ich dieses schwarze Stück Farbkarton, dann den Schriftzug, einer der Rahmen
Und da mache ich genau dasselbe wie beim anderen am Anfang. Das heißt, ich lege das hier einmal so hin, dass das drauf passt. Und nehme dann die beiden Klebestreifen von dem Reststück hier. Packe das auch hier drauf, damit vom Rahmen und vom Schriftzug die Teile so ein bisschen zusammenkleben. Und den Rest mache ich mit Flüssigkleber wieder. Dann kann ich das nehmen und auch hier schön mittig auf die Karte bringen. Und hier kommen in diese Lücken rein die weißen Teile. Und jetzt können wir auch hier, genau gleich wie vorhin, aufbauen. Das heißt, jetzt kommen diese Rahmen plus diese kleinen Elemente hier noch rein. Und auch hier mache ich kurz noch ein bisschen sauber. Ihr seht so hier diese weißen Teile, das sind die Dinge, ich weiß gar nicht, ob ihr seht, aber es hat so kleine weiße Teile und das ist eben beim Schneiden kann das passieren, aber so kriegt ihr die wunderbar weg. Und dann habt ihr hier wunderbar eine saubere Karte und auch die können wir jetzt noch aufkleben. Dann nehme ich auch wieder diese beiden Teile, die drunter kommen. Eine andere Möglichkeit, auch diese Höhen zu kriegen, wenn ihr mit Foam Tape arbeitet. Ich mache das einfach nicht so gern. Ich finde, es sieht auch nicht super schön aus. Und hier, wenn ihr das mit dem Papier macht, dann gebt ihr dem Ganzen zusätzlich auch noch so ein bisschen Stabilität, weil diese Karte ist dann schon, die ist schön robust. Und das kriegt ihr natürlich mit dem Foam Tape so nicht ganz hin. Also von dem her, das ist einfach meine Lieblingsvariante, um hier Höhe zu schaffen. So, und jetzt kleben wir das noch auf die Karte drauf. Und auch hier wieder drauf gucken, welche Richtung die aufgeht. Das ist so. Et voilà. Und schon sind die beiden Karten fertig und das ist auch das, was ich euch heute zeigen wollte. Ich hoffe, euch hat die Idee gefallen und ihr habt Lust, das Ganze auch nachzubasteln. Die Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch wie immer unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil es hilft mir tatsächlich auch weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!